Lektion 1. Renommierte Universitäten. Haben Sie von einigen der besten Universitäten in Kanada gehört? Ja. Die University of Toronto und die McGill University sind beide hoch angesehen. Unbedingt. Sie ziehen Studenten aus der ganzen Welt an. Und sie bieten so vielfältige Programme und Möglichkeiten. Ja, es ist beeindruckend, wie sie zur Forschung und Innovation beitragen. Genau. Außerdem ist das Campusleben lebendig und voller Aktivitäten. Das kann ich mir vorstellen. In einer solchen Umgebung zu sein, muss inspirierend sein. Definitiv. Es ist eine großartige Gelegenheit, Menschen aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Das macht das Universitätsleben so bereichernd. Lektion 2. In einem neuen Land ankommen. Wie war dein Flug in das neue Land? Es war lang, aber angenehm, und ich freue mich, hier zu sein. Das ist toll zu hören. Hast du es geschafft, dich im Flugzeug etwas auszuruhen? Ja, habe ich. Es hat mir geholfen, mich an den Zeitunterschied anzupassen. Perfekt. Worauf freust du dich während deines Aufenthalts am meisten? Ich kann es kaum erwarten, die lokale Kultur zu erkunden und traditionelles Essen zu probieren. Das klingt unglaublich. Essen ist ein so wichtiger Teil des Reisens. Definitiv. Es ist, als würde man ein Stück Kultur probieren. Und neue Leute kennenzulernen wird auch aufregend sein. Lektion 3. Einchecken. Ich möchte am 15. einchecken und am 18. auschecken. Das klingt gut. Haben Sie schon reserviert? Noch nicht, aber ich habe vor, es bald zu tun. Großartig. Es ist immer am besten, im Voraus zu buchen, um sich keine Sorgen zu machen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass alles reibungslos läuft. Ja, und ein frühes Einchecken kann Ihnen helfen, sich bequem einzuleben. Unbedingt. Ich hasse es, herumzuhetzen, wenn ich ankomme. Das gleiche hier. Ein entspannter Start kann einen großen Unterschied machen. Es geht darum, das Reisen von Anfang an angenehm zu gestalten. Lektion 4. Sicherheit geht vor. Ich mache mir auch Sorgen um die Sicherheit, wenn ich alleine reise. Irgendwelche Ratschläge? Definitiv. Achte immer auf deine Umgebung. Das ist so wichtig. Was sollte ich sonst noch beachten? Versuchen Sie, sich einzufügen, und vermeiden Sie es, zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Guter Punkt. Ich werde auch meine Wertsachen sicher aufbewahren. Ja, und es ist ratsam, einen Plan für Notfälle zu haben. Das ist beruhigend. Ich sorge dafür, dass wichtige Kontakte gespeichert sind. Genau. Und vertraue deinen Instinkten. Sie haben normalerweise recht. Ich schätze deine Tipps. Sie helfen wirklich, meine Bedenken auszuräumen. Lektion 5. Eine wiederaufladbare Karte bekommen. Absolut, du kannst an jeder Station eine wiederaufladbare Karte bekommen. Das ist wirklich praktisch. Wie funktioniert das genau? Sie müssen nur zum Ticketschalter gehen und sie werden es für Sie einrichten. Klingt einfach. Kann ich Geld hinzufügen, wann immer ich will?
Ja, du kannst es jederzeit neu laden, was sehr praktisch ist. Das würde mir viel Ärger auf Reisen ersparen. Genau. Außerdem ist es sicherer, als Bargeld dabei zu haben. Ich stimme zu. Ich werde mir auf jeden Fall vor meiner nächsten Reise einen besorgen. Gute Idee. Es wird Ihr Reiseerlebnis viel reibungsloser machen. Lektion 6. Die perfekten Tops finden. Großartig. Lass uns damit beginnen, ein paar Tipps für dich zu finden. Ja, was ist deine Größe? Ich möchte sicher gehen, dass wir die richtige Passform bekommen. Normalerweise trage ich ein Medium. Wie steht's mit dir? Ich bin klein. Es macht immer Spaß, zusammen einzukaufen. Unbedingt. Wir können uns gegenseitig helfen, die besten Styles auszuwählen. Ja, und ich liebe es, verschiedene Farben anzuprobieren. Ich auch. Es ist schön zu sehen, was im Spiegel am besten aussieht. Und es ist immer eine gute Idee, nach Meinungen zu fragen. Genau. Lass uns ein paar tolle Tops finden, die wir beide lieben. Lektion 7. Ideen für köstliche Mahlzeiten. Das klingt köstlich. Was ist mit Beilagen? Dazu könnten wir einen einfachen Gurkensalat machen. Das wäre erfrischend. Ich liebe Salate mit ein bisschen Crunch. Ja, und es ist so einfach zuzubereiten. Einfach hacken und mischen. Perfekt. Welches Dressing sollten wir deiner Meinung nach tragen? Eine leichte Vinaigrette würde es gut ergänzen. Einverstanden. Es verleiht Geschmack, ohne zu schwer zu sein. Genau, es wird das Hauptgericht perfekt ausbalancieren. Ich kann es kaum erwarten, dieses Essen zusammen zu genießen. Lektion 8. Verbraucherverhalten verstehen. Die Softwarebranche wächst ständig, nicht wahr? Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Was ist mit dem Verbraucherverhalten? Haben Sie bemerkt, wie sehr sich das mit neuen Trends ändert? Unbedingt. Die Menschen passen sich ständig neuen Innovationen an. Und Unternehmen müssen Schritt halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, das Verständnis des Verbraucherverhaltens ist entscheidend für den Erfolg. Genau. Es hilft Unternehmen, ihre Produkte effektiv anzupassen. Außerdem kann es wertvolle Einblicke in die Marktanforderungen liefern. Ich finde es faszinierend, wie Psychologie im Marketing eine Rolle spielt. Lektion 9. Schnelle Antworten sind wichtig. Ich freue mich über Ihre Hilfe und schnelle Antwort. Natürlich. Wir bemühen uns, den bestmöglichen Service zu bieten. Das ist offensichtlich. Es macht wirklich einen Unterschied im Kundenerlebnis. Danke. Wir glauben, dass eine zeitnahe Kommunikation der Schlüssel ist. Unbedingt. Es schafft Vertrauen und Zuversicht in Ihre Marke. Ja, und es ermutigt Kunden, wiederzukommen. Ich freue mich, ein Unternehmen zu sehen, das seine Kunden so sehr schätzt. Wir geben unser Bestes. Ihr Feedback ist immer willkommen. Ich werde meine positiven Erfahrungen auf jeden Fall mit anderen teilen.
Lektion 10. Änderungen und Vorschläge. Wenn wir einige Änderungen vornehmen, könnte dies das Projekt meiner Meinung nach verbessern. Ich freue mich über deine Vorschläge. Was haben Sie im Sinn? Vielleicht könnten wir den Zeitplan anpassen, um mehr Forschung zu ermöglichen. Das ist eine tolle Idee. Das würde uns die Möglichkeit geben, unseren Ansatz zu verfeinern. Genau. Außerdem ist es wichtig, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Ja, und es würde die Gesamtqualität unserer Arbeit verbessern. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich auf derselben Seite sind. Unbedingt. Zusammenarbeit führt immer zu besseren Ergebnissen. Lassen Sie uns diese Änderungen umsetzen und sehen, wie es läuft. Lektion 11. Nach einem langen Tag. Nach der Arbeit nehme ich den Bus nach Hause und das gibt mir Zeit zum Entspannen. Das klingt nett. Hast du irgendwelche Routinen, wenn du nach Hause kommst? Ja, normalerweise esse ich einen Snack und ziehe mich sofort um. Das ist eine gute Art, sich zu entspannen. Was naschen Sie gerne? Normalerweise nehme ich etwas Obst oder Nüsse, etwas Leichtes und Gesundes. Gute Wahl. Es ist immer schön, nach einem langen Tag wieder aufzutanken. Unbedingt. Und dann kann ich mich auf meine Abendaktivitäten konzentrieren. Hast du irgendwelche Hobbys, die dir Spaß machen? Ja, ich lese gerne oder schaue mir eine gute Sendung an, um mich zu entspannen. Lektion 12. Brainstorming-Ideen. Hallo da. Ich habe über einige Ideen für eine neue Marketingstrategie nachgedacht. Das ist aufregend. Über welche Richtung denkst du nach? Ich denke darüber nach, mit sozialen Medien ein jüngeres Publikum anzusprechen. Das klingt schlau. Junge Verbraucher sind so einflussreich. Genau. Sie setzen auf Trends, denen andere folgen. Wie wollen Sie sie effektiv einbeziehen? Ich denke, die Verwendung interaktiver Inhalte könnte Ihre Aufmerksamkeit wirklich erregen. Ja, Umfragen, Quizfragen und Live-Videos könnten sehr effektiv sein. Ich freue mich, dass du zustimmst. Lassen Sie uns daran arbeiten, diese Ideen weiterzuentwickeln. Lektion 13. Zukunftspläne. Noch nicht, aber ich werde bald gehen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wo willst du hingehen? Ich erwäge einen Ausflug in die Berge zum Wandern. Das klingt erfrischend. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ja, es ist ein perfekter Weg, um meine Batterien wieder aufzuladen. Ich stimme voll und ganz zu. Wandern ist auch so ein großartiges Training. Genau, außerdem ist die Aussicht immer die Mühe wert. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Reise zu erfahren. Ich werde meine Erfahrungen auf jeden Fall mit dir teilen. Lektion 14. Historische Resilienz. Es ist interessant, wie die Barone beschlossen haben, unangemessenen Forderungen an das Land zu widerstehen. Ja, es zeigt, wie sie sich für ihre Rechte und die Menschen eingesetzt haben. Genau. Es ist ein wichtiger Moment in der Geschichte, der die Regierungsführung geprägt hat.
Und es beleuchtet den Machtkampf zwischen Autorität und Beherrschten. Richtig. Diese Entscheidungen führen oft zu erheblichen Änderungen. Ja, und sie schaffen Präzedenzfälle für zukünftige Generationen. Es ist faszinierend, wie uns die Geschichte etwas über Resilienz beibringen kann. Unbedingt. Aus der Vergangenheit zu lernen, hilft uns, die Gegenwart zu verstehen. Ich denke, es ist wichtig, diese Geschichten am Leben zu erhalten. Lektion 15. Die Sucht nach Geräten. Absolut, es ist verrückt, wie süchtig wir nach diesen kleinen Geräten geworden sind. Ich weiß. Es ist fast so, als könnten wir ohne sie nicht mehr funktionieren. Genau. Ich greife nach meinem Handy, auch wenn ich es nicht brauche. Das Gleiche hier. Es ist so einfach, sich in sozialen Medien oder Spielen zu verlieren. Richtig. Manchmal frage ich mich, was wir vor Smartphones gemacht haben. Es ist schwer vorstellbar. Früher haben wir öfter von Angesicht zu Angesicht miteinander gesprochen. Ja, und jetzt kommunizieren wir über Bildschirme. Es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Wir sind stärker vernetzt und doch isolierter. Stimmt. Ein Gleichgewicht zu finden, ist wichtig für unser Wohlbefinden. Lektion 16. Interessante Fachleute treffen. Das ist großartig. Haben Sie auf der Konferenz interessante Fachleute getroffen? Ja, ich habe ein paar inspirierende Menschen getroffen, die ihre innovativen Ideen geteilt haben. Das klingt aufregend. In welchen Bereichen waren Sie? Eine war in nachhaltiger Mode und eine andere in der technischen Entwicklung. Beeindruckend. Das sind derzeit zwei sehr relevante Bereiche. Unbedingt. Sie haben beide eine solche Leidenschaft für das, was sie tun. Es ist immer motivierend, von Menschen zu hören, die etwas bewegen. Ja, und ihre Begeisterung war ansteckend. Das kann ich mir vorstellen. Haben bestimmte Ideen bei Ihnen Anklang gefunden? Lektion 17. Kulinarisches Erlebnis. Diese Restaurants können auch erlesene Weine zum Essen servieren. Natürlich. Eine gute Weinbegleitung kann das kulinarische Erlebnis verbessern. Unbedingt. Es verleiht der Mahlzeit eine ganz neue Geschmacksschicht. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Geschmäcker zu entdecken. Ich finde es toll, wie Wein verschiedene Gerichte so gut ergänzen kann. Ich auch. Es ist, als würde man eine perfekte Harmonie von Aromen schaffen. Gibt es bestimmte Weine, die Sie zu bestimmten Speisen genießen? Normalerweise bevorzuge ich ein schönes Rot zu Pasta und ein knackiges Weiß zu Meeresfrüchten. Tolle Auswahl. Wein kann die gesamte Mahlzeit wirklich verbessern. Lektion 18. Die Charaktere des Stücks. Ich werde im kommenden Stück die Rolle der Hexe spielen. Das klingt lustig. Was ist mit dem Jungen, der Hänsel spielt? Er muss kurze Hosen und ein Hemd tragen, was gut zu der Figur passt. Das ist interessant. Es fängt die Unschuld der Kindheit ein. Ja, und die Kostümauswahl wird die Charaktere wirklich zum Leben erwecken. Ich finde es toll, wie Kostüme das Geschichtenerzählen verbessern können.
Genau. Es hilft dem Publikum, sich mehr mit den Charakteren zu verbinden. Freust du dich darauf aufzutreten? Definitiv. Es ist immer aufregend, auf der Bühne zu stehen. Lektion 19. Einkaufspläne für Lebensmittel. Willst du heute einkaufen gehen? Sicher. Was müssen wir kaufen? Ich denke, wir sollten mit etwas Obst und Gemüse beginnen. Gute Idee. Frische Produkte sind immer ein Muss. Und wir brauchen auch ein paar Snacks für die Woche. Ja, vielleicht wären ein paar Nüsse und Joghurt toll. Klingt nach einem Plan. Haben wir genug Grundnahrungsmittel zu Hause? Ich glaube schon, aber wir sollten für alle Fälle in der Speisekammer nachsehen. Richtig. Es ist immer gut, eine Liste zu haben, um nichts zu vergessen. Lektion 20. Überlegungen zu den Kosten. Ich bin mir über den genauen Preis nicht sicher, aber es ist ziemlich teuer. Das ist verständlich. Qualität hat oft ihren Preis. Ja, und manchmal lohnt es sich, in etwas Dauerhaftes zu investieren. Genau. Welche Artikel ziehen Sie in Betracht? Ich schaue mir einige elektronische Geräte an, die gute Kritiken haben. Diese können teuer sein, aber eine gute Garantie kann helfen. Ja, mit dieser Sicherheit fühle ich mich beim Kauf besser. Definitiv. Es geht darum, Qualität und Preis in Einklang zu bringen. Ich stimme zu. Ich möchte sicher gehen, dass ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalte. Lektion 21. Zuverlässige Marken auswählen. Normalerweise entscheide ich mich für bekannte Marken, die gute Garantien bieten. Das ist ein kluger Ansatz. Das bedeutet oft bessere Qualität und besseren Support. Genau. Ich fühle mich sicherer, wenn ich bei vertrauenswürdigen Namen kaufe. Ja, und es ist beruhigend zu wissen, dass Sie hinter Ihren Produkten stehen. Haben Sie Lieblingsmarken, auf die Sie sich verlassen? Ich mag Marken, die für ihren Kundenservice bekannt sind, sehr. Das ist wichtig. Guter Support kann einen großen Unterschied machen. Unbedingt. Beim Kauf dreht sich alles um Seelenfrieden. Ich stimme voll und ganz zu. Es lohnt sich immer, in zuverlässige Marken zu investieren. Lektion 22. Planung der bevorstehenden Reise. Hey, hast du über unsere bevorstehende Reise nachgedacht? Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam einen neuen Ort zu erkunden. Ich auch. Hast du angefangen zu planen, was wir sehen sollten? Ja, ich habe nach interessanten Attraktionen und Restaurants gesucht. Das klingt toll. Ich liebe es, auf Reisen lokales Essen zu probieren. Ich auch. Essen ist ein so wichtiger Teil des Erlebnisses. Gibt es bestimmte Gerichte, auf die Sie sich freuen zu probieren? Definitiv. Ich möchte die regionalen Spezialitäten probieren. Es wird ein Abenteuer für unsere Geschmacksknospen. Lektion 23. In Las Vegas auftreten. Las Vegas ist so ein aufregender Ort, um aufzutreten. Unbedingt.
Die Bezahlung dort ist gut und das Publikum ist dankbar. Ja, es ist lohnend, vor einem so begeisterten Publikum aufzutreten. Das kann ich mir vorstellen. Die Energie muss unglaublich sein. Definitiv. Es motiviert dich wirklich, eine großartige Show abzuliefern. Plant ihr bald Auftritte dort? Das hoffe ich. In Vegas aufzutreten, ist für viele Künstler ein Traum. Ja, es ist eine fantastische Gelegenheit, dein Talent unter Beweis zu stellen. Ich kann es kaum erwarten, es aus erster Hand zu erleben. Lektion 24. Grundlagen des Heimfitnessens. Ich werde diese Vorschläge auf jeden Fall in Betracht ziehen. Gibt es noch andere unverzichtbare Artikel für ein Heimfitnessstudio? Ja. Vielleicht möchten Sie ein paar Hanteln und eine Yogamatte hinzufügen. Das klingt toll. Kurzhanteln sind vielseitig für verschiedene Trainingseinheiten einsetzbar. Genau. Und eine Yogamatte ist perfekt für Dehn- und Bodenübungen. Was ist mit Cardiogeräten? Sollte ich auch in das investieren? Wenn Sie den Platz haben, wäre ein Laufband oder ein Heimtrainer von Vorteil. Guter Punkt. Es ist wichtig, Optionen für Cardio-Training zu haben. Ja, Abwechslung macht die Dinge interessant und hilft bei der Motivation. Ich freue mich darauf, mein Heimfitnessstudio einzurichten. Lektion 25. Musikgeschmack. Die Leute haben unterschiedliche Musikgeschmäcker, nicht wahr? Unbedingt. Manche Leute mögen Rockmusik, während andere Pop oder Jazz bevorzugen. Ja, es ist faszinierend, wie Musik bei jedem Einzelnen unterschiedlich ankommen kann. Ganz gewiss. Ich finde, dass meine Stimmung oft beeinflusst, was ich hören möchte. Das macht Sinn. Manchmal habe ich Lust auf etwas Optimistisches und manchmal bevorzuge ich etwas Mildes. Genau. Es ist wie ein Soundtrack zu unseren Gefühlen. Und Musik kann auch Erinnerungen wecken. Ja, bestimmte Songs erinnern mich immer an bestimmte Momente in meinem Leben. Es ist erstaunlich, wie stark Musik unsere Emotionen prägen kann. Lektion 26. Wettkampf-Tennisreise. Es ist unglaublich, so lange darüber nachzudenken, Wettkampftennis zu spielen. Ja, und 5 Jahre nach seiner Pensionierung rettete ihm ein Krankenhausnotfall das Leben. Das muss eine schockierende Erfahrung für ihn gewesen sein. Definitiv. Es erinnert daran, wie schnell sich die Dinge ändern können. Ich kann mir nur vorstellen, welche Emotionen er in dieser Zeit durchgemacht hat. Richtig? Ein gesundheitlicher Schrecken kann die Dinge wirklich ins rechte Licht rücken. Ja, es lässt dich deine Leidenschaft für den Sport noch mehr schätzen. Genau. Es ist inspirierend zu sehen, wie Sportler solche Herausforderungen meistern. Ich freue mich, dass er die Pflege erhalten konnte, die er brauchte. Lektion 27. Öffentliche Wahrnehmung. Es ist interessant zu überlegen, wie eine öffentliche Aussage einer Sportlerin unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Ja, wenn es von einem Mann gemacht worden wäre, hätte es vielleicht nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten. Genau.
Es unterstreicht die Doppelmoral, die im Sport oft herrscht. Es ist wahr. Eine Sportlerin könnte hart dafür beschimpft werden, dass sie ihre Meinung äußert. Aber wenn ein Mann dasselbe tut, wird es oft als selbstbewusst oder durchsetzungsfähig angesehen. Ja, es ist frustrierend, wie Vorurteile die öffentliche Meinung beeinflussen können. Ich denke, es ist wichtig, dass alle Athleten eine Stimme haben. Unbedingt. Jeder verdient es, gehört zu werden, unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube, dass diese Gespräche zu positiven Veränderungen in der Sportwelt führen können. Lektion 28. Vernetzung in der Industrie. Ich empfehle dringend, sich zu vernetzen und über Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist ein toller Rat. Verbunden zu sein kann so viele Türen öffnen. Ja, und es ist entscheidend für das persönliche und berufliche Wachstum. Unbedingt. Wie vernetzt ihr euch normalerweise? Ich nehme an Branchenveranstaltungen teil und nutze Social-Media-Plattformen wie LinkedIn. Das sind effektive Strategien. Es geht darum, sinnvolle Verbindungen herzustellen. Genau. Der Austausch von Wissen und Erfahrungen kann allen Beteiligten zugutekommen. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, sich über neue Möglichkeiten zu informieren. Networking kann Ihnen auch dabei helfen, Mentoren zu finden, die Sie auf Ihrem Weg begleiten. Lektion 29. Hilfe bei der häuslichen Pflege. Es gibt Organisationen, die Hilfe bei der häuslichen Pflege für Bedürftige anbieten. Das ist wirklich wichtig. Es hilft den Menschen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Ja, besonders für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Genau. Unterstützung zu Hause zu haben, kann einen großen Unterschied in der Lebensqualität bewirken. Ich stimme zu. Es ist beruhigend zu wissen, dass Hilfe verfügbar ist, wenn sie benötigt wird. Ja, und diese Dienste können auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es ist großartig, dass es Ressourcen für Familien gibt. Unbedingt. Jeder verdient mitfühlende Fürsorge. Ich hoffe, dass mehr Menschen auf diese Dienste aufmerksam werden. Lektion 30. Humor verstehen. Viele Leute aus anderen Ländern kommen hierher und verstehen unsere Komödie nicht. Das ist wahr. Humor kann sehr kulturspezifisch sein. Ja, was in einer Kultur lustig ist, lässt sich möglicherweise nicht gut auf eine andere übertragen. Genau. Es kann zu Missverständnissen oder unangenehmen Momenten führen. Ich denke, es ist wichtig, die kulturellen Unterschiede im Humor zu berücksichtigen. Ja, und um die Vielfalt der komödiantischen Stile zu schätzen. Ich liebe es, wie Comedy gesellschaftliche Normen und Werte widerspiegeln kann. Unbedingt. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Humor in den Kulturen entwickelt. Und es ist eine großartige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, wenn es richtig gemacht wird. Lektion 31. Mitgefühl durch Erfahrung. Sie gab einen Teil ihres Sehvermögens zurück und seitdem wusste sie, wie es ist, blind zu sein. Das ist unglaublich mächtig. Das muss ihre Perspektive völlig verändert haben. Ja, sie wurde eine sympathische Lehrerin und verstand die Herausforderungen ihrer Schüler. Das ist inspirierend. Es zeigt, wie persönliche Erfahrungen unser Einfühlungsvermögen prägen können. Genau.
Sie verbindet sich wahrscheinlich auf einer tieferen Ebene mit ihren Schülern. Ja, ihre Reise macht sie zu einem Vorbild für Ausdauer. Ich denke, es ist wichtig, dass Pädagogen sich mit den Problemen ihrer Schüler identifizieren. Unbedingt. Es fördert eine unterstützende Lernumgebung. Es ist erstaunlich, wie Widrigkeiten zu mehr Mitgefühl führen können. Lektion 32. Einkaufserlebnis im Freien. Normalerweise gehe ich in ein nahegelegenes Geschäft im Freien. Dort gibt es eine große Auswahl. Das klingt praktisch. Wonach suchst du normalerweise dort? Ich suche oft nach Camping- oder Wanderausrüstung. Gute Wahl. Es ist wichtig, hochwertige Ausrüstung für Outdoor-Abenteuer zu haben. Ja, und sie haben immer sachkundiges Personal, das ihnen mit Empfehlungen weiterhilft. Das ist ein großes Plus. Es ist schön, sich von Experten beraten zu lassen. Genau. Es hilft sicherzustellen, dass ich informierte Einkäufe tätige. Haben Sie Lieblingsmarken, nach denen Sie suchen? Ich bevorzuge eher Marken, die für Haltbarkeit und Leistung bekannt sind. Lektion 33. Umgang mit Trauer. Mit dem Iran und dem Ende meiner Ehe war ich mit meiner tiefsten Trauer konfrontiert. Das klingt unglaublich schwierig. Wie bist du damit umgegangen? Ich hatte viele Emotionen, aber ich wusste, dass ich einen Weg finden musste, um zu heilen. Ja, es ist wichtig, dass du dir erlaubst, diese Emotionen zu spüren. Genau. Ich habe auch Unterstützung von Freunden und Familie gesucht. Das ist eine tolle Idee. Sich mit geliebten Menschen zu umgeben, kann beruhigend sein. Es hat mir wirklich geholfen, alles zu verarbeiten, was ich durchgemacht habe. Das kann ich mir vorstellen. Heilung braucht Zeit, aber es ist eine entscheidende Reise. Ja, und ich habe in dieser Zeit viel über mich selbst gelernt. Lektion 34. Erfolge belohnen. Ich setze mir kleine Ziele und belohne mich mit Non-Food-Leckereien, wenn ich sie erreiche. Das ist eine fantastische Strategie. Es hält dich motiviert, ohne deine Gesundheit zu gefährden. Genau. Ich finde, dass kleine Belohnungen die Reise angenehmer machen. Welche Art von Prämien wählst du normalerweise? Manchmal kaufe ich mir ein neues Buch oder ein schönes Shirt. Das sind großartige Entscheidungen. Es ist schön, sich für ihre harte Arbeit zu gönnen. Ja, und es verstärkt positives Verhalten. Ich denke, klare Ziele zu setzen, ist eine kluge Methode, um konzentriert zu bleiben. Definitiv. Es hilft mir, meine Fortschritte zu verfolgen und meine Erfolge zu feiern. Lektion 35. Lieblingsfarben. Meine zweite Lieblingsfarbe ist Blau. Was ist mit dir? Das ist interessant. Ich liebe Blau auch. Es ist so eine beruhigende Farbe. Unbedingt. Manche Dinge sind blau, wie der Himmel und das Wasser. Ja, das sind perfekte Beispiele. Blau verbindet uns wirklich mit der Natur. Richtig? Ich fühle mich friedlich, wenn ich einen klaren blauen Himmel sehe. Ich auch. Und ich liebe es, blau zu tragen. Es verschönert mir immer den Tag. Es ist auch vielseitig. Sie können es in so vielen Farben finden.
Definitiv. Von Marineblau bis Himmelblau gibt es für jeden den perfekten Farbton. Ich finde es erstaunlich, wie Farben unsere Stimmung beeinflussen können.